Mit der 27 bis nach... War nicht die 28? Nein, das war die 27. Die ist gefahren bis Nabucco hoch. Bis zu Prietz hießen die damals. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich da einen Garten habe. Ja. Die 3 ist Waldemarstraße rumgefahren. Die Schwäbischen Bahnhof davor. Ja, vom Schweden. Ja, du weißt du doch auch noch, nicht Ja. zum Schlesischen Bahnhof. Über die Schillingsbrücke. Ja, aber mit einem großen Mit Bogen. einem großen Bogen. Waldemar und dann glaube ich, An der da Hochbahn fährt ja die fuhr sie. Hochbahn. Nein, unten fuhr die Straßenbahn. Oranienstraße fuhr eine Straßenbahn. Heinz, unten fuhr die Straßenbahn an der Hochbahn entlang. Ich habe Bilder davon zu Hause. Ja, da kann ich mich gar nicht Nee, mehr also da erinnern. kann ich mich auch nicht Doch, besinnen. doch, Aber die fuhr sonst- direkt an der Hochbahn lang. Oranienstraße fuhr eine elektrische. Und die 87 fuhr vom Schlesischen Tor, da fuhren wir Jüngschen damals alle aus nach Rangsdorf Bis Bahn. Mückelsee. Ja, die Ja, fuhr bis- hin, bis die fuhr Stadtbad denn da lang. Mückelsee. Da war ein Freibad, das war in der Art wie Wannsee, bloß kleiner. Aber das dauerte ewig. Bei der Berliner Straßenbahn werden jährlich 140 Millionen Fahrgäste gezählt. Die modernen Züge der Berliner Verkehrsbetriebe gehören fast wie ein Markenzeichen zum Stadtbild. Dabei hätten Verkehrsplaner die Straßenbahn noch vor ein paar Jahrzehnten am liebsten ganz aus der Stadt verbannt. Das letzte Stündlein hat für Berlins Straßenbahnen geschlagen. Die gute alte elektrische ist für unsere schnelllebige Zeit zu langsam geworden und den Verkehrsplanern ist sie wortwörtlich im Wege. Endstation für die alten Trambahnen der Baujahre 1924 bis 25 ist das BVG-Gelände an der Pichelsdorfer Straße in Spandau. Früher Bahnwerkstatt, heute Schrottplatz. Säuberlich wird das Material getrennt. Massiver Stahl, Bleche und Messing. Das Übrige landet auf der Schuttkippe oder, wie beispielsweise das Holz, in den Öfen der Berliner Wohnungen. Täglich kommen so 2 bis 3 Wagen unter die Axt und Schrottschere. (1967) wird die letzte Linie im Westteil der Stadt eingestellt. Den U-Bahnen und Bussen gehört die Zukunft und über die Straßenbahntrassen rollt der Autoverkehr. Im Ostteil der Stadt ist man auf die Straßenbahn angewiesen. Die BVG. Für jeden Berliner ein Begriff. Ein Nahverkehrsmittel, das, wie in vielen anderen Städten auch, oftmals Anlass zu Ärgernissen gibt. Linienführung, Fassungsvermögen und Fahrpläne beeinflussen die Produktion. Da ist zum Beispiel die 83, deren Züge den Industriebezirk Köpenick durchqueren. Zeitraubendes Umsetzen an beiden Streckenenden hemmt den fließenden Verkehr. Monatelang beobachteten wir am frühen Morgen einen Hexenkessel am S-Bahnhof Köpenick. Die 83 ist, so hören und sehen wir, eine ganz lahme Ente, wa? Heute hat Berlin eines der modernsten Straßenbahnnetze in Europa. Nach der Wiedervereinigung und der Zusammenführung der Verkehrsbetriebe Ost und West bekommt die Straßenbahn in den 90er Jahren eine ganz neue Qualität. Es stand natürlich die Frage, was wird aus der Berliner Straßenbahn, die ja nun wieder für ganz Berlin galt, obwohl sie nun in einem Teil gefahren ist. Nach meinem Wissen hat auch die Verkehrsplanung damals im Westteil der Stadt sich schon mit solchen modernen Straßenbahnsystemen wieder beschäftigt. Es gab auch in dieser Zeit ja schon eine Renaissance der Straßenbahn, teilweise weltweit. Heute ist das ganz ausgeprägt. Denken Sie nur daran, im Bereich von London fahren Straßenbahnen wieder, in Paris fahren Straßenbahnen und in den USA ist das ganz stark ausgeprägt. Also man hatte damals auch erste Überlegungen. Und nun kam natürlich die Frage, was tut man mit dem vorhandenen Netz? Immerhin damals und heute das größte Straßenbahnnetz in der Bundesrepublik. Das 190 Kilometer lange Streckennetz wird von Grund auf saniert.
Die Straßenbahn ist ein modernes, umweltfreundliches Verkehrsmittel geworden mit einer mehr als 150-jährigen Geschichte. Am Kupfergraben im historischen Zentrum liegt die älteste Haltestelle der Stadt. 1865 wird sie als Haltepunkt der ersten Berliner Pferdeeisenbahn nach Charlottenburg eröffnet. Die Pferdebahn ist ein Erfolg. Man benutzt mit größter Befriedigung ein Verkehrsmittel, welches verhältnismäßig rasch, billig und ohne die durch mangelhaftes Pflaster verursachten Stöße die Beförderung besorgt, heißt es in einer zeitgenössischen Beschreibung. Der erste Wagen dieser Bahn wird im Depot des Deutschen Technikmuseums Berlin aufbewahrt. Der Grund für diese erste Strecke lag natürlich darin, dass Berlin ja ein doppeltes Zentrum hatte. Charlottenburg war ja bis ins 20. Jahrhundert hinein eine selbstständige Stadt. Und das Schloss und das Schloss Charlottenburg und das Stadtschloss bildeten die beiden Zentren und mit den entsprechenden Ansiedlungen und so weiter. Und dadurch entstand dieses Verkehrsbedürfnis zwischen diesen beiden Städten. Und so verhielt sich das dann auch mit den Vororten von Berlin. Ob Schöneberg oder Weißensee, kein Vorort will den Anschluss verpassen, als Berlin 1871 Reichshauptstadt wird. Die Länge der ersten Linien richtet sich nach Kraft und Ausdauer der Pferde. Also ein Pferd hat höchstens 20, es kommt auf der Ebene an, wenn es auf der Ebene liegt, bei 25 Kilometer gelaufen. Ja. Da wurden sie ausgetauscht. Ja. Ja, also sie hatten es auf eine Art ein bisschen besser manchmal wie ein Mensch. Ja. Die haben dann so ihre 14 Stunden Dienst getan, ja, mit einer Stunde oder 2 Stunden Pause, ja, und so weiter, aber anders ging es nicht. Ja. Und nach 6, 8 Jahren wurden die Pferde dann wieder ausgetauscht, verkauft. Ja. Für Pferde und Wagen entstehen an den Strecken Pferdeeisenbahnhöfe. 1890 schwärmt der lustige Baedeker, ganz Berlin nebst Umgebung wird von einem Netz von Pferdebahnlinien durchzogen, wodurch es einem Fremden leicht wird, bequem und billig nach jeder beliebigen Gegend der Residenzstadt zu gelangen. In 90 Minuten kann man mit der Ringbahnlinie die Stadt umrunden. Sie verbindet die Eisenbahnhöfe miteinander. Die Pferdebahn ist neben der gerade gebauten Stadt- und Ringbahn das wichtigste Verkehrsmittel. Allerdings wird schon nach Alternativen zum Hafermotor gesucht. Dem Berliner Unternehmer Werner von Siemens gelingt als erstem die Entwicklung eines elektrischen Antriebs für ein Schienenfahrzeug, das heute als Nachbau im Deutschen Technikmuseum Berlin steht. Auf der Berliner Gewerbeausstellung 1879 begeistert seine Weltneuheit auf einem 300 Meter langen Rundkurs. 2 Jahre später erwirbt Werner von Siemens in Lichterfelde bei Berlin eine stillgelegte Materialbahnstrecke, um sein ehrgeiziges Ziel einer elektrisch betriebenen Stadtbahn zu verwirklichen. Im Mai 1891 wird die erste elektrische Straßenbahn der Welt zwischen dem Bahnhof Lichterfelde Ost und der Preußischen Hauptkadettenanstalt eröffnet. Der Betrieb läuft jedoch noch nicht ganz so störungsfrei wie gewünscht. Ein entscheidendes technisches Problem muss noch gelöst werden. Ja, sollte er ja nicht hin. Naja gut, man musste nur erstmal probieren. Eine Oberleitung gab es nicht, da hatte man ja genauso wie ich jetzt noch hier fahre, einmal Plus, einmal Minus. und da war dann bei feuchtem Wetter ein sehr hoher Spannungsabfall. Wenn der Wagen an der Endstelle ankam, dann wurde der Strom im Unterwerk abgeschaltet. Und wenn der losfahren wollte, dann hat der Kondukteur an der Strippe gezogen, dann ertönte im Unterwerk eine kleine Glocke. Und dann wusste derjenige, der da drinnen eingeschaltet hat, jetzt muss er den Strom wieder zugeben. Und auch an Wegübergängen, wenn Pferde gleichmäßig die Schienen betreten haben, hat das doch ein bisschen gekribbelt. Das war nicht so, nicht mit 600 Volt gefahren wie heute. Die haben ja bis 180 Volt gehabt. Aber hat trotzdem ausgereicht. Ja, und dann hatte man natürlich nachgesonnen, was kann man machen. Und also hat dann der Ingenieur von Siemens, ein gewisser Walter Reichel, der hat dann diesen Schleppbügel entwickelt. Mit der Erfindung des Stromabnehmers ist die Straßenbahn komplett und könnte ihren Siegeszug durch die Stadt antreten. Aber gerade die für den Betrieb notwendigen Oberleitungen lösen massive Proteste in den unterschiedlichsten Kreisen aus und verzögern die Einführung des elektrischen Betriebes um
Der Kaiser und die Berliner Bürgerschaft wollen sich die vornehme Innenstadt nicht durch Oberleitungen verschandeln lassen. Tierschützer prophezeien ein Massensterben unter Berliner Vögeln. Wissenschaftler bangen wegen vagabundierender Ströme um ihre Messergebnisse. Und womöglich könnte sich die kaiserliche Garde bei den zahlreichen Paraden mit ihren Lanzen in den Oberleitungen verfangen. Als zur Gewerbeausstellung 1896 elektrische Bahnen gestattet werden, dürfen sie in der City nur mit Unterleitungen betrieben werden. Die sind aber viel störanfälliger. Schnee und Regen sorgen neben den vielen Paraden auf der Straße unter den Linden, wo 1907 stündlich 70 Züge kreuzen, regelmäßig für Verkehrsstörungen. Einzige Lösung ist der Bau eines Straßenbahntunnels. Den soll Wilhelm II. Höchst selbst mit kaiserlichem Machtwort "unten durch, nicht drüber weg" angeregt haben. Von 1916 bis 1951 bleibt der Tunnel in Betrieb. Heute sind Zufahrtsrampen und Tunneleingänge zugeschüttet. Gegen elektrisch betriebene Straßenbahnen haben Dampfstraßenbahnen keine Chance. So ein Rohwanscher Dampfwagen fuhr zwischen Nollendorfplatz und Halensee. Am 28. August 1902 wird die letzte Berliner Pferdebahn verabschiedet. Die elektrische hat die Stadt erobert. Etwa 20 Straßenbahngesellschaften konkurrieren um die Fahrgäste. Ein Arbeiter hat ja damals nicht sehr viel Geld gehabt, also mussten die Wagen natürlich auch schmuckvoll gestaltet werden, um irgendwo auch einen Anreiz zu bieten. Wir fahren heute mal eben im Grüne. Das sollte auch ein Erlebnis sein für die Leute. Also man musste damals richtig um die Fahrgäste kämpfen, so wie es heute eigentlich auch ist. Und da musste man sie auch innen eben hübsch gestalten. Das sollte eben eine schöne Sache sein. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Straßenbahnpersonal sind weniger komfortabel. Erst ein großer Streik im Jahr 1900 bringt den Straßenbahnern soziale Sicherungen wie Krankenkasse, Unfallversicherung, Pensionen, Witwenversorgung und Ähnliches. Die Arbeit auf den Wagen bleibt jedoch schwer. Zunächst steuern die Fahrer ihre Fahrzeuge bei jeder Witterung auf offener Plattform durch die Stadt. Vielfach war es ja auch so, die Fahrer wollten ja gar nicht die Plattform zu haben. In vielen Städten hat man das wieder ausbauen müssen. Die sehen und hören nichts, ja. Ja, man hat ja damals in der Dienstanweisung bei diesen offenen Wagen verankert, warum das nicht geschlossen war. Ganz einfach, der Fahrer hatte dadurch die Möglichkeit, unachtsame Passanten durch Zuruf zu warnen. Erst Mitte der 20er Jahre werden dann in allen Bahnen die Führerstände geschlossen. Trotzdem sind die Arbeitsbedingungen für die Fahrer und Schaffner bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts abenteuerlich. Der mit der Fahrspannung betriebene Fahrschalter liegt nur durch eine Wand getrennt direkt neben dem Platz des Fahrers. Richtungsanzeiger, Weichen und später der Scheibenwischer werden mit der Hand betätigt. Sitzen können die Fahrer nur in wenigen Straßenbahntypen. Auf den anderen heißt es stehen, Tag und Nacht und in jeder Jahreszeit. Also schlimm waren die Nachtdienste im Winter. Wenn man also einen Mitteleinstiegwagen hatte, der hatte zwar eine Tür, aber die vorderen Scheiben, die man aufschob zum Weichestellen, die hatten solche dicken Spalten, wo also der Fahrtwind durchpfiff. Und da habe ich mir dann unter meiner Dienstmütze noch ein Kopftuch umgemacht. Das sah sehr apart aus. Und dann hatten wir Wattehosen mit Hosenträgern und lange Mäntel mit Pelzkragen und diese Wattestiefel und Männer und Fußlappen. Und trotzdem hat man gefroren, wenn man da 8 Stunden vorne war. Ja. Also wenn man sich nachher ausgezogen hat, kam man sich vor wie ein Federball, so leicht. Man war wirklich wie eine Litfaßsäule angezogen. Ja. Und auf Toilette gehen war auch nicht so einfach mit dieser Kluft. Da war die Pause schon rum. Natürlich ist auch der Fahrkomfort für die Passagiere nicht vergleichbar mit dem heutiger Straßenbahnen. Das Rumpeln und Rattern der Wagen gehört zum Straßenbahnfahren ebenso dazu wie das Frieren in den meist wenig oder gar nicht beheizten Wagen im Winter.
Trotzdem hat gerade die historische Straßenbahn eine große und leidenschaftliche Gemeinschaft von Liebhabern gefunden. Ein echter Straßenbahnfan, der richtet seine Wohnung so ein. Beim Einsteigen beeilen bitte, aber nicht aufspringen während der Fahrt. Und wenn er anhalten muss, zweimal. Wenn einer rausgesprungen ist oder sowas. Und dann fährt er wieder weiter. So. Und jetzt kann er wieder rechts um die Ecke. Da war ich 5 Jahre alt, stand am Titania-Palast. Meine Tante daneben, die sagte, jetzt fahren wir mit der Straßenbahn zum Zoo. Und fuhren damals also 7 verschiedene Linien die Schlossstraße runter. Und ganz hinten am Rathaus Steglitz tauchte eine Bahn auf. Ich sage, das ist die 174, die können wir nicht benutzen. Ach, wie kannst du das denn, kannst du überhaupt nicht lesen? Natürlich konnte ich das nicht lesen, ist ja fast 1 Kilometer entfernt. Aber ich konnte sofort sehen, dass es ein Typ vom Maximum-Typ war der Berliner Straßenbahn mit diesem schmalen Gesicht vorne und den 4 Achsen, das konnte man schon erkennen. Da wusste ich nämlich, dass auf den verschiedenen Linien verschiedene Typen eingesetzt waren. Und ganz eindeutig kann man sie in 2 Gruppen einteilen. Einmal in solche, wo der Fahrer, an denen der Fahrer sitzt, da kommt man nicht so nah ran, oder aber die sogenannten Stehwagen, wo der Fahrer die ganze Zeit stehen musste und daneben war ein kleiner Platz, der für das Weichenstellen notwendig war. Da macht er das Fenster auf und stellt dann die Weiche. Und das war für mich also überhaupt der Wagen schlechthin. Da steht man da vorne, fährt durch die Stadt, kann das ganze Stadtleben beobachten, wie die Menschen sich bewegen. Und bis zum Kriegsende ist ja die Tatsache, dass es entweder ganz große Durchmesserlinien gab, also beispielsweise konnten sie von Steglitz der Birkbuschstraße bis zum Görlitzer Bahnhof in einer 2-stündigen Tour durch die Stadt fahren. Oder was ganz besonders spektakulär ist, von Lichtenrade mit der 25 bis nach Tegel, durch den Lindentunnel durch. Ja, diese Strecken fuhr ich also alle ab. Und dann gab es außer diesen Durchmesserlinien auch die Ringlinien. Das sind die mit den einen Nummern, also der Stadtring Nummer 1 und 3 der große Ring und so weiter. Und die fuhren, wie der Name ja sagt, also große Ringstrecken. Und die kreuzten sich dann und dadurch war das Berliner Verkehrsnetz auch damals schon außerordentlich dicht. Und alleine decken das durch die Leipziger Straße, ich glaube 29 verschiedene Linien durchgefahren sind. Heute streitet man sich darum, ob überhaupt jemals eine einzige da fahren wird. Die Gleise für eine neue Straßenbahnstrecke sind schon verlegt. Die Leipziger Straße und der Potsdamer Platz entwickeln sich zu Fontanes Zeiten zum wichtigsten Geschäfts- und Vergnügungsviertel der Stadt. Berlin selbst hat sich außerordentlich verändert und ist jetzt eine schöne und vornehme Stadt. Wir verdanken es allem Möglichen, aber doch weitaus am meisten dem Asphalt und den Pferdebahnen. Die Droschken sind wohl noch da, aber man bemerkt sie wenig, weil oft in einer einzigen Minute 6 oder auch wohl 10 elegante Pferdebahnwagen an einem vorüberfahren. Alles ist Leben, Frische, Wohlgekleidetheit. Ich freue mich, diese vernobelte Zeit, an die ich kaum geglaubt, noch erlebt zu haben, schreibt Fontane 1891. In der Hochzeit der Straßenbahn vor dem Ersten Weltkrieg führen 35 Linien durch die Leipziger Straße. Der Potsdamer Platz gilt als der verkehrsreichste Platz Europas. Berlin ist zur Metropole geworden. Die Straßenbahn ist mit der Stadt gewachsen und die Stadt mit ihr. 1929 befördert die Berliner Straßenbahn fast 930 Millionen Fahrgäste und ist nun Teil der neu gegründeten Berliner Verkehrsgesellschaft BVG, dem Zusammenschluss von Hoch- und U-Bahn, Omnibusgesellschaften und der Berliner Straßenbahn. In Vororten und Industriegebieten gehört die Straßenbahn genauso zur Stadt wie im vornehmen Berliner Westen, wo Rasengleise die Fahrgeräusche dämpfen und Straßenbahntrassen sich harmonisch ins Straßenbild einfügen. Der Alexanderplatz ist mit der Straßenbahn aus allen Himmelsrichtungen zu erreichen. 1930 fahren 25 Linien über den Alex und durch die heutige Rathausstraße.
Die schönsten Fahrzeuge aus der historischen Blütezeit der Straßenbahn sind als detailgetreue Miniaturen im Garten von Joachim Kubich immer noch auf Strecke. Ja, wenn man so 40 Jahre bei der Straßenbahn war und hört dann so abrupt auf, geht in Vorruhestand, dann fehlt ihnen was. Und mir fehlte die Straßenbahn. Ich habe zwar ein riesiges Archiv mit Bildern, kann ich mir jeden Tag angucken, aber ich habe angefangen 1993 schon mit einem kurzen Stück und das wurde dann von Jahr zu Jahr immer mehr vergrößert. Und mein Betriebshof, der stand erst an anderer Stelle. Hier waren immer Tomatenpflanzen drauf, aber nur im Winter baue ich immer Fahrzeuge. Der Fahrzeugpark wird immer größer. Nun musste ich mehr Platz haben. Nun habe ich das Tomatenbeet. Die Tomaten haben einen anderen Platz gekriegt. In vielen Bereichen der Stadt stehen der Straßenbahn eigene Trassen zur Verfügung. Aber trotzdem ist die Straßenbahn den Tücken des immer stärker werdenden Großstadtverkehrs ausgesetzt. Straßenbahnfahrer trainieren heute wie bei einer Pilotenausbildung in einem Fahrsimulator. Per Computeranimation üben sie so gefahrlos den Umgang mit leichtsinnigen Autofahrern und unterschiedlichen Verkehrssituationen, ebenso wie das Fahren bei Nacht und Nebel. Im Simulator haben Fahranfänger so den ersten Umgang mit einer Straßenbahn. Aber auch jeder fertige Straßenbahnfahrer absolviert hier jährlich ein Fahrtraining, um für den Einsatz auf der Straße fit zu sein. Eine raffinierte Technik sorgt dafür, dass nicht nur Streckenführung und Verkehrssituationen realistisch wahrgenommen werden, auch das Fahrgefühl in einem Straßenbahncockpit kann simuliert werden. Heutzutage durch diese moderne Technik ist es natürlich wichtiger, diese ganz komplizierte Technik eigentlich kennenzulernen. Viele Computer sind heutzutage in so einem Fahrzeug vorhanden. Damit muss er natürlich umgehen können. Das Fahren und Bremsen über den Sollwertgeber, weiterhin die ganzen Bedienelemente, bis dahin, dass er einen Bordcomputer bedienen muss, wo verschiedene Störungen zum Beispiel angezeigt werden, die er sich dann abrufen muss und danach muss er dann die Entstörung vornehmen. Weiterhin haben wir noch ein IBIS-Gerät, da werden dann verschiedene Daten eingegeben, die Linie Umlauf, sodass das Fahrzeug, also weiß, wo es eigentlich lang fahren muss. Da werden dann die Weichen automatisch hergestellt, die Haltestellen werden angesagt und so weiter. Das ist der sogenannte Umschalthebel, mit dem den man braucht, um den Motor auf das Mal einzuschalten. Der wird hier aufgesetzt und dann schaltet man den nach vorne ein und dann muss man die Handbremse lösen. So geht das vor sich und dann muss man erstmal nochmal klingeln. So. Und dann geht es los mit der Fahrkurve hier. Erstmal ganz langsam, Stufe für Stufe für Stufe. Dann ist das erstmal hier in Parallelstellung der Motoren. Und dann geht es hier weiter mit weiteren schnellen Stufen. In Serie sind die Motoren geschaltet. Und so geht es wieder auf 0. Und wenn er dann bremsen muss, dann geht das hier Stufe für Stufe rückwärts mit Hilfe einer Kurzschlussbremse. Das klingt dann so. Ja, mit lautem Geräusch. So, Ende. Über Jahrzehnte bestimmen Männer das Bild der Straßenbahn. Nur zu Kriegszeiten, wenn das männliche Personal knapp wird, sind Frauen auf der Strecke zugelassen. Als Fahrerinnen im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg als Schaffnerinnen. Der Dienst in den überfüllten Wagen während der Hauptverkehrsstunden macht schon ohne den Ärger müde genug. Viele von uns müssen dann noch Haushalt und Kinder versorgen. Aber daran denkt wohl kaum einer von den Fahrgästen in der Straßenbahn. Wie weit bitte? 20. Bis wohin wollen Sie denn? Hauptbahnhof. Das kostet aber 30 Pfennige. Nennen Sie doch immer das Fahrtziel, sonst müssen Sie eventuell nachzahlen und setzen sich Unannehmlichkeiten aus. Das Fahrgeld ist übrigens abgezählt bereitzuhalten. Ich kann doch bei dem Betrieb nicht auch noch wechseln. Wo sind wir eigentlich? Lassen Sie bitte den Vorhang zu. Wenn Sie das Abrufen der Haltestelle überhört haben, fragen Sie mich, wo wir sind. Seien Sie doch nicht so kleinlich, Fräulein.
Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Einer unserer Leser hat im vorigen Jahr, glaube ich, eine Plakette auf einem Flohmarkt in der Schweiz. Man muss sich das mal vorstellen, in der Schweiz. Eine Plakette auf einem Flohmarkt in der Schweiz gefunden. Da stand drauf Kriegshilfsdienst, BVG. Wir kannten die gar nicht. Und dann haben wir recherchiert, wo das herkam, und wir haben es dann gefunden. Diese Mädchen, es waren immer rund so 500 bis 800 Mädchen, die für ein halbes Jahr hier in Berlin dienstverpflichtet waren, und die kriegten als Dank von der BVG bzw. von der Stadt Berlin anschließend diese Plakette, die wir hier in den Verkehrsblättern abgedruckt haben, als Dank überreicht, und die ist da irgendwie auf den Flohmarkt in der Schweiz gelandet. Die Rationierung von Lebensmitteln gehört für die Berliner zu den ersten spürbaren Folgen des Zweiten Weltkrieges. Bald gibt es vieles Lebensnotwendige nur noch auf Karte. Schließlich wird auch der Treibstoff für Kraftfahrzeuge knapp. Da der Strom für die Straßenbahn noch bereitgestellt werden kann, transportieren die Berliner Elektrischen nun nicht nur ihre Fahrgäste durch die Stadt, sondern auch Kohlen und Kürbisse. Bis 1935 gab es schon mal einen Güterverkehr bei der Straßenbahn, und zwar die Postbeförderung. Da wurden von bestimmten Postämtern Pakete und so weiter durch die Straßenbahn befördert. Das wurde 1935 eingestellt, aber im Krieg hat man das wieder aufgenommen. Es gab zwei Arten, indem man die Mitteleinstieg-Beiwagen hauptsächlich benutzt hat, um von Marktteilen und so weiter Gemüse zu Läden und zu Firmen zu bringen und so weiter, und Kartoffeln und Zeitungspapier und weiß ich was alles zu transportieren. Und das zweite war, dass man so kleine einachsige Anhänger oder auch zweiachsige Anhänger, damit kein Benzin verbraucht war, an die Straßenbahn angehängt, und die haben dann den Transport durchgeführt. Es gibt ja auch Fotos, in denen nicht nur Anhänger, sondern komplette LKW-Lastzüge befördert worden sind. In den letzten Kriegsjahren versucht man mit aller Kraft, den Straßenbahnbetrieb in der zerbombten Stadt aufrechtzuerhalten. Als dann auch die Straßenbahnen zerstört sind, schiebt man sie noch als Panzersperren zusammen. Bei Kriegsende sind 3/4 der Straßenbahnwagen und 95% der Oberleitungen vernichtet. Ja, zunächst einmal lag alles da nieder. Da fuhr überhaupt nichts. Aber schon recht früh, und zwar Ende Mai, haben die Russen immerhin veranlasst, dass die Berliner Straßenbahn die ersten Linien wieder eröffneten. Das waren Vorortlinien, die von Bahnhof Seestraße, U-Bahnhof Seestraße, nach Tegelort und nach Heiliensee fuhren. In der Folgezeit wurden dann die Zielschilder in beiden Schriftarten, also oben die Sprache des Siegers war als erstes zu nennen, in kyrillischen Buchstaben und darunter dann in lateinischen Buchstaben. Sogar noch, als hier die Westalliierten längst sich etabliert hatten, also ich glaube so bis 1947, 48, so lange fuhren die Berliner Straßenbahnen mit zweisprachigen Zielschildern. Aber nicht in Westberlin. Doch. Nein, so lange nicht. Die 6, natürlich. Ja, die fuhr ja nach dem Osten noch rüber. Deshalb. Ja. Die Straßenbahn rollt wieder. Aber manchmal fehlt die Oberleitung oder der Strom. Und so muss mit vereinten Kräften gezogen und geschoben werden. Und eines Tages sagt meine Mutter, die 83 fährt wieder. So, ich wusste ja nicht, was sie meinte. Na, die Straßenbahn. Na, wo denn? Na, vorne an der Ecke. Bin ich hingegangen und habe sie gesehen, und da ist es passiert. Man kann so richtig sagen, Liebe auf den ersten Blick. Die sah zwar nicht schön aus, verbeult und verbufft und keine schöne Farbe. Die Fenster verpappt. An der Seite stand noch dran, Film putzt alles. Ja, und da ist es geschehen um mich. Ich fahr so gerne Straßenbahn, ich finde das famos. Man schaufelt wie in einem Kahn und während ist was los. Drum fahr ich so gern Straßenbahn, weil mir das Freude macht. Am Vormittag, am Nachmittag, am liebsten aber in der Nacht.
Berlins Straßenbahnen sind heute auf 28 Tag- und 5 Nachtlinien unterwegs. Für einen möglichst pünktlichen und störungsfreien Straßenbahnbetrieb sorgen die Mitarbeiter der Netzleitstelle auf dem Betriebshof der BVG in Lichtenberg. Sie kümmern sich aber auch um die Sorgen ihrer Fahrgäste. Eine Anfrage an die Kollegen der Linie 13. Es geht um eine Fundsache in Form einer Schultasche. Derjenige, der dieses gefunden hat oder schon in der Fahrerkabine hat, bitte mal melden. Mit einem computergestützten System lässt sich von hier aus der gesamte Straßenbahnverkehr in der Stadt überblicken. Erstmal haben wir einmal die Überwachung, dass die Bahnzüge alle 25 Sekunden einen Impuls senden. Diese prüft der Rechner anhand des Fahrplans, macht einen Soll-Ist-Vergleich. Wir können, also damit wird genau wo er sich befindet, festgelegt. Und mit den Bahnzügen selber sprechen wir dann über den normalen Funk. Wir haben die Möglichkeit, den Fahrer anzusprechen. Wir können in die Bahnzüge direkt reinsprechen. Wir können mehrere Straßenbahnzüge in einer Gruppe zusammenfassen und sofort mit ihnen sprechen, beziehungsweise auch alle Bahnzüge mit einem Schlag erreichen, wenn irgendwas ist. Straßenbahnhöfe gab es einmal in fast jedem Stadtviertel. Mit dem Charme der Jahrhundertwende wie in Köpenick oder eher modern wie der 1930 entstandene Betriebshof in Charlottenburg, der jedoch 1967 geschlossen wurde. In seinen Hallen konnten bis zu 320 Straßenbahnzüge abgestellt werden. Um die Rangierfläche und die Hallen sind Wohnanlagen für das Straßenbahnpersonal gebaut. Die Nähe zum Arbeitsplatz sollte den Straßenbahnern unter anderem auch den Weg zu ihrem Schichtdienst erleichtern. Denn bei der Straßenbahn wird rund um die Uhr gearbeitet. In den Betriebshöfen werden die Straßenbahnen gewartet, repariert und für den Einsatz auf der Straße vorbereitet. Bevor die Züge die Halle verlassen dürfen, müssen sie, ähnlich wie vor 100 Jahren, besandet werden. Ja, also das ist hier für ein Frühsport, für einen Fahrer gewesen. Hier braucht es Sand zum Bremsen, früher wie heute. Dann hat man das erst mit den Sandtüten hier voll gemacht. Und dann ist man zum Wagen gelaufen und hat es dann in den Sandvorratsbehälter getan. Den alten Elektrischen gehört die Liebe der Mitglieder des Denkmalpflegevereins Nahverkehr Berlin. 1968 war die erste Bahn restauriert worden. Jetzt gehören zum Fahrzeugpark 50 Straßenbahnen. Die BVG stellt uns ihre Fahrzeuge zur Verfügung, damit wir die aufarbeiten können und restaurieren. Im Prinzip oftmals sind es ja Arbeitswagen, sind also in ihrem letzten Einsatz noch grün lackiert worden oftmals und sind als Kranschlepper benutzt worden, nachdem sie im Personenverkehr nicht mehr gebraucht wurden. Manche Straßenbahnen sind so fast 100 Jahre in Betrieb oder bleiben auf andere Weise nützlich. Als vor 35 Jahren die Straßenbahnen nach Hunderttausenden von Kilometern quer durch unsere Stadt an der Zyklopstraße ihr verdientes Altenteil bezogen, war von Gärten noch nicht die Rede. Jetzt wachsen hier herrliche Obstbäume, Johannisbeer- und Himbeersträucher. Und um manche alte Straßenbahn rankt sich sogar ein Weinstock. Diese Siedlung ist eine beschauliche Endstation. 1953 bekommt die Straßenbahn einige neue, allerdings weniger beschauliche Endstationen. Gerade ist das Straßenbahnnetz nach den Kriegszerstörungen in der ganzen Stadt wieder in Gang gekommen. Da zwingt der beginnende Kalte Krieg die Bahnen wieder zum Anhalten. Tja, jetzt ist Schluss, junger Mann. Wir fahren nicht weiter. Na wieso denn nicht? Ich wollte doch in die Leipziger Straße. Ja, aber da fahren wir nicht mehr hin.
Hier ist nämlich für die elektrische, die 3-Sektoren-Grenze. 48 war ja die Währungsreform und 49 war die Währungsumstellung, dass in Westberlin die Westmark das alleingültige Zahlungsmittel war. Und da die Westmark im Osten nicht anerkannt wurde, musste also für die Linien, die über die Sektorengrenzen in den Sowjetsektor reinfuhren, musste ein Schaffnerwechsel stattfinden. Potsdamer Platz zum Beispiel, in Sonnenallee unten, dann oben Bornholmer Straße. Der eine Schaffner stieg aus, der hatte also Westgeld bis dahin kassiert, der andere Schaffner stieg ein und kassierte den Ostgeld weiter. Der zweite Punkt war dann, dass man also versuchte, den ganzen Straßenbahnbetrieb zu spalten. Damals war es so, dass die Aufsichtsbehörde sagte, in Westberlin, sowohl auch in Westdeutschland, es darf keine Straßenbahn von einer Fahrerin geführt werden. Und der Osten hatte sich zwar verpflichtet, bei der Verwaltungstrennung die jeweiligen Gesetze in den anderen Sektoren anzuerkennen, aber 1953 im Januar gab es ein massives Aufgebot von Fahrern, die aus dem Ostsektor kamen und in den Westsektor fuhren. Und an der Grenze mussten die Fahrmeister natürlich sagen, stopp, es ist bei uns verboten, das geht nicht. Also entweder wurden sie zurückgeschickt oder der Betrieb wurde unterbrochen. Und das führte dann dazu, dass am Abend des 15. Januar 1953 Schluss war. Es durfte kein Verkehr mehr in den einen Sektor, von dem einen Sektor in den anderen fahren. Und das war die Spaltung des Straßenbahnnetzes. Mit der 74 West bis zur Sektorengrenze und zu Fuß nach drüben bis zur Endhaltestelle 74 Ost. Das heißt es für die Fahrgäste. Wenigstens bleibt der Fahrschein für beide Linien gültig. Das Straßenbahnnetz ist getrennt, schon lange bevor die Mauer die Stadt 1961 endgültig spaltet. Das Straßenbahnfahren wird in der DDR zu einem typischen Frauenberuf. Kommt doch mal mit auf Strecke, sagte Gisela und versprach uns Variationen auf das Thema: Der Straßenbahn ist in jedem Fall Vorfahrt zu gewähren. Weißt du, bist du eine Piepe da? Ja. Hey, komm nicht vorbei. Fahr doch mal, gehst du nicht zurück, bitte? Mach mal. Fahr ja nicht vor, da. Ja, wäre ein voller Zustoß gewesen. Stempel hätte ich gekriegt, womöglich noch, weil ich alle bezahlen müssen. Wo der andere eigentlich? Naja, aber meine Pflicht ist zu sehen, ob ich vorbeikomme, denn der da stand nicht. Ja, also das ist, man kann nicht wie wild drauf losfahren. Man muss so ein bisschen Acht geben. Aber was ist denn mit heute hier mit? Aber gerade so, wa? Gar nicht, dann kriegen die nämlich so einen Schreck. In Ostberlin wird die Straßenbahn in den 60er Jahren im Zuge der sozialistischen Hauptstadtgestaltung ganz aus den Bereichen der City Ost rund um den Alexanderplatz verbannt. Mit dem Bau der Großsiedlungen von Marzahn und Hellersdorf bekommt sie jedoch in den 70er Jahren einen neuen Stellenwert. Und da ging es natürlich um die Verkehrserschließung. Und da standen ja also die Fragen, was macht man, U-Bahn, Straßenbahn oder Omnibus? Omnibus reichte von der Kapazität nicht aus, auch von der Reisegeschwindigkeit. U-Bahn wäre sehr sinnvoll gewesen, konnte man sich aber aus finanziellen und auch aus materiellen Gründen nicht leisten. Es war auch ein Zeitfaktor. Und da gab es dann eben die Entscheidung, die Straßenbahn in diese Gebiete auszubauen über die Trassen der Leninallee, heute Landsberger Allee, um eine von diesen Trassen zu nennen. Und wir haben in den damaligen Jahren insgesamt über 25 Kilometer neue Straßenbahnstrecken gebaut. Die Straßenbahn wurde auch dadurch attraktiver, dass wir 1976 mit dem Einsatz von relativ modernen Fahrzeugen, aus heutiger Sicht natürlich auch nicht mehr,
der sogenannten Tatra-Straßenbahnfahrzeuge angefangen haben. Prag, die goldene Stadt. Oder in unserem Falle besser, die rot-gelbe Stadt. Denn rot-gelb sind die Prager Wappenfarben. Rot und Gelb präsentiert sich auch eines der bekanntesten Erzeugnisse dieser Stadt, die Tatra-Straßenbahn aus Michow. Der Typ K4, entwickelt für die gewachsenen Ansprüche des großstädtischen Nahverkehrs, wird zurzeit in Berlin getestet. Der Gelenkzug bietet 171 Fahrgästen Platz und entwickelt eine hohe Anfangsgeschwindigkeit bei optimaler Kurvenstabilität. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 65 Kilometer pro Stunde. Seit 1967 gibt es in allen Straßenbahnen Zahlboxen, die den Schaffner ersetzen. Fahrer und Fahrerinnen sind nun Einzelkämpfer auf ihrer Bahn. Auf den neuesten Stand der Technik gebracht, rollen die Tatra-Bahnen gemeinsam mit den hochmodernen Niederflurfahrzeugen, die ein stufenloses Einsteigen ermöglichen, nun auch wieder über den Alexanderplatz und in den Wedding. Als erste Straßenbahnen im ehemaligen Westberlin seit 1967. Mit jeder Minute, die die gelbe Wagenschlange auf ihren Schienen zurücklegt, wandeln sich Gegend und Gesichter, Stimmung und Standard des Lebens. Nur der Fahrplan bleibt immer der gleiche und die gelassene Ruhe des Mannes an der Kurbel. Tag für Tag und Stunde für Stunde das große Warten. In einer Straßenbahn sind alle Menschen gleich. Sie sind arm oder reich, sie essen, dösen oder lesen. Sie haben alle den gleichen Eintritt bezahlt und sie haben doch kaum Interesse für den schnellen Film, der da draußen vor ihnen abrollt. Das ist der Rhythmus von Berlin. Das Tempo der Großstadt wandelt sich. Der Rhythmus der rollenden Bahnen gehört dazu. Freunden vom Weinbergsweg e.V. fremd ist. Mit Geduld und Akribie